Offensichtlich ist unser Versteck auf Hurston, da wo sich die Box befand, von 2 Typen entdeckt worden. Unsere Leute haben dann wohl versucht, die Ratten festzunageln und dabei wurde einer von uns gekillt. Volk ist dann direkt mit 2 von unseren Leuten hinterher und dabei wurden dann 2 unserer Schiffe noch abgeschossen und Volk ist ebenfalls abgestürzt. Diese Versager. Und was ist mit der Box? Ist sie in Sicherheit? Ja, ist in Sicherheit. Wir fliegen nach Hurston. Dort bringt ihr mir die Box dann auf mein Schiff. Alles klar, ich kümmere mich drum. Beeilt euch, mir läuft die Zeit weg und versuche Volk zu finden. Sollte er noch leben, flick ihn in einem Medbay zusammen und bringt ihn zu mir. Ich brauche ihn noch. Okay, alles klar, Boss. Finde heraus, wer diese 2 Typen sind und mach sie kalt. Die sind mir ein zu großes Risiko und könnten meine Pläne stören. Sollte Volk noch leben, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Er müsste was über diese Typen wissen. Mach das. Danke, dass du uns gerettet hast. Übrigens, ich bin Rich Spencer. Das ist Sitko. Ich weiß, mein Name ist Eve Sherrick. Wie, du kennst uns? Moment, bist du die Tochter von William Sherwick? Ja, bin ich. Und ich weiß auch, dass mein Vater euch den Auftrag gegeben hat, nach meiner Mutter zu suchen. Ich dachte, du bist vor langer Zeit abgehauen und untergetaucht. Ach, das ist eine lange Geschichte. Also hast du uns verfolgt? Wir hatten dich gar nicht auf unseren Scannern. Kommt schon, Jungs. Noch nie was von Stealth-Technologie gehört? Die habe ich heimlich über meinen Vater organisiert. Aber sagt es ihm bloß nicht. Wir sind schon lange Zeit nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. Okay, kein Thema. Aber wir müssen dir nur was sagen. Das machen wir am besten, wenn wir gelandet sind. Ich habe sowieso noch ein paar Fragen an euch. So, Jungs, was wolltet ihr mir erzählen? Habt ihr meine Mutter gefunden? Ja, haben wir. Aber Ist sie tot? Es tut uns sehr leid, aber sie hatte keine Lebenszeichen mehr. Wo ist sie jetzt? sie ist noch in der Höhle, wo wir sie gefunden haben. Die Koordinaten haben wir gespeichert. Wir konnten deinem Vater noch nicht Bescheid geben, weil wir plötzlich von Piraten angegriffen wurden. Und dann kamst du. Ich möchte wissen, wer sie getötet hat und werde dieses Schwein selber zur Strecke bringen. Eve, ich verstehe dich zu gut, aber Rache ist keine Lösung und wird deine Mutter auch nicht zurückbringen. Das ist mir egal. Ich werde erst Ruhe geben, wenn der Mörder seine gerechte Strafe bekommen hat. Lass mich erstmal deinen Vater kontaktieren und ihm Bescheid geben.
Das sehe ich genauso. Einen Moment bitte. Rich, wo sind Sie? Haben Sie was herausgefunden? Ja, haben wir. Es tut mir sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Wir haben Ihre Frau gefunden, aber sie war leider nicht mehr am Leben. Wir wurden dann von Piraten angegriffen. Es waren zu viele und wir mussten fliehen. Jetzt sind wir wieder in Sicherheit. Ich schicke Ihnen die Koordinaten zu, wo wir Ihre Frau gefunden haben, damit sie abgeholt werden kann. Ja, danke für die Info, Rich. Ich werde dann ein Bergungsteam schicken. Ich melde mich später bei Ihnen. Sherwick, Ende. Oh, blöd. Verdammt. Wo bin ich? Was ist passiert, blöd? Das kann ich dir sagen. Du bist in einer Krankenstation auf Grimhex und wurdest wieder zusammengeflickt. Du hast versagt. Oi, Blin. Und du hast mir gerade noch gefehlt. Noch so ein Spruch und ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Hast du mich verstanden? Und verdammt, was willst du überhaupt von mir? Du nimmst deinen Mund ganz schön voll. Du langweilst mich. Sag mir lieber, wer diese Typen waren, die euch verfolgt haben und wie sie unser Versteck finden konnten. Das fragst du mich? Woher soll ich denn das wissen? Vielleicht war einer von unseren Leuten nicht vorsichtig genug und hat sich tracken lassen. Schon mal daran gedacht? Check mal diesen Sherwick ab, den du unter Kontrolle halten solltest. Vielleicht hält er sein Wort nicht ein und hat Agenten eingesetzt, um mich und uns alle auszuspionieren. Kann vielleicht das der Fall sein? Als ob das jetzt noch eine Rolle spielt. Seine Frau ist mittlerweile schon tot. Wenn er davon erfährt, war's das mit dem Druckmittel. Wie auch immer. Astronauts will die Energien der Box aktivieren, aber diese zwei Kerle könnten das noch alles versauen. Na, zum Glück ist das nicht mein Problem mit Kätzchen. Ach wirklich, Volk? Da fällt mir was ein. Als ich letztens undercover beim Sherwick war, kamen zwei Kerle in sein Büro, als ich es gerade verließ. Hatte der eine zufälligerweise graue Haare und der andere fast eine Glatze? Beide mit schwarzem Flightsuit? Ha! Na, was für ein Zufall. Ich schätze mal, genau diese beiden Vögel habe ich auch auf Lewski getroffen. Das könnte mir weiterhelfen. Ach, und noch etwas. Wenn du wieder auf den Beinen bist, sollst du dich bei Astronox blicken lassen. Oi, blä. Nur das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Und du? Verpiss dich endlich. Du gehst mir echt auf die Nüsse. Okay, Jungs. Für mich ist es erstmal wieder Zeit, unterzutauchen. Wenn es etwas Neues gibt, kontaktiert mich. Machen wir. Na dann, Leute, ich muss mich auch dringend bei den Yellows melden, die vermissen mich bestimmt auch schon. Tu das. Ich schau mal, dass ich mir ein Schiff miete und nach New Babbage komme. Wir sehen uns. Volk, ich bin enttäuscht. Ich hätte mehr von dir erwartet. Fliege nach Coudre-Or auf Neymar und entführe Mikuyo.
Wann soll es angehen? Ich sende dir gleich die Infos und Koordinaten zu. Was möchten Sie trinken? Ein Schmolz, bitte. Bin schon unterwegs. Hey, ich kenne Sie. Sie sind doch der Reporter Brubaker von Off the Record, richtig? Ja, das bin ich. Ich habe letztens Ihren Artikel über den abgestürzten Killer-Satelliten auf Hurston gelesen. Jeder weiß doch mittlerweile, dass Hurston zum einzigen Schrottplatz geworden ist und unter extremer Umweltverschmutzung leidet. Glauben Sie, da steckt wirklich was dahinter, dass man versucht, mit Terraforming das zu lösen? Also die Frage wäre doch eher, warum man das im Geheimen durchsetzen möchte. Und das wäre auch nur ein Teil der Wahrheit. Ja, und dass man damit unzählige Leben aufs Spiel setzt. Mich würde es nicht wundern, wenn Microtech was damit zu tun hat. Glauben Sie mir, ich bin da an was dran. Hier ist Ihr eiskaltes Schmolz. Genießen Sie es und haben Sie einen schönen Abend. Danke. Tut mir leid, aber ich muss weiter. Ich treffe mich noch mit jemandem. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Ja, hat mich auch gefreut. So ganz alleine hier? Ja, wie man sieht. Ich habe eine sehr turbulente Woche hinter mir. Ich brauche mal Zeit zum Abschalten. Oh, okay. Dann will ich dich nicht weiter stören. Nein, so hatte ich das nicht gemeint. Ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen. Okay, wir können was zusammen trinken, wenn du willst. Gerne. Was möchtest du denn? Rich Spencer? Sherwick? Sie hier? Kann ich Sie mal unter 4 Augen sprechen? Ja, klar. Ich denke, ich gehe dann mal lieber. Ja, nein. Wir können gleich noch was zusammen trinken. Na dann bis später. Rich, ich muss vorsichtig sein. Sie wissen doch, ich kann niemandem trauen. Nicht mal meinen Bodyguards. Ihre Hilfe wird wieder benötigt. Sagen Sie jetzt nicht, es geht um die Box. Boah, ich hasse das Teil mittlerweile. Das hat uns nur Ärger und kaputte Schiffe eingebracht. Rich, hier geht es um eine weitaus größere Sache, als wir uns alle vorstellen können. Ich hatte ein Gespräch mit Ex-General Mr. Mikuyo. Ich kenne ihn schon lange. Ein guter alter Freund und ich kann ihm vertrauen. Er benötigt Ihre Hilfe. Ich schicke Ihnen die Koordinaten zu, wo Sie ihn treffen können. Verschlüsselt, versteht sich. General Mikuyo? Der hat auch was mit der Box zu tun? Warum benötigt er gerade unsere Hilfe? Das wird er Ihnen selbst sagen. Ich gebe Ihnen auch den genauen Zeitpunkt, wann Sie ihn treffen sollen. Seien Sie aber unbedingt pünktlich. Das ist extrem wichtig. Keine Sekunde früher oder später. Und deswegen kommen Sie persönlich zu mir? Sie hätten mir auch eine verschlüsselte Nachricht schicken können. Hätte ich, doch das hat seine Gründe. Ich muss jetzt weiter. Mr. Spencer?
Hey Sid, ich könnte deine Hilfe wieder gebrauchen. Ich sage Eve auch gleich Bescheid. Mr. Mikuyo? Sie müssen Rich Spencer sein, sowie Sitko und Eve? Hallo, Mr. Mikuyo. Lange nicht mehr gesehen. Ich nehme an, dein Vater weiß nicht, dass du hier bist. Ja, und das ist auch besser so. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir haben nicht viel Zeit und ich muss euch einiges erklären. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das, was jetzt kommt, wird euch vermutlich schockieren. Was die Box angeht, befindet sich im Inneren eine außergewöhnliche kosmische Energie, die von den Vandul gefunden wurde. Sie wurde darin versteckt, um zu testen, wie man sie gegen die Menschheit einsetzen kann. Darüber hat Sherwick schon etwas gesagt. Ja, aber was Sherwick nicht weiß, ist, wenn man diese Energiestruktur gezielt manipuliert, dass man damit eine Zeitmanipulation auslöst. Zeitmanipulation? Euer Ernst? Exakt. Mit gezielten Frequenzen bildet sich eine etwa 3 Meter große Blase mit dunkle Materiepartikel. Befindet man sich innerhalb dieser Blase, so werden die eigenen Erinnerungen bzw. Gedanken durch diese Partikel eingefroren. Komprimiert sich diese Blase wieder, wird daraufhin eine Schockwelle freigesetzt, die so extrem ist, dass es Einfluss auf unsere Zeitlinie hat. Moment, das ist etwas vielfach gesimpel. Was bedeutet das konkret? Nun, das bedeutet, dass diese Schockwelle die Zeit stoppt und sich die Zeitlinie dann zurückbiegt. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, aber durch das Zurückbiegen schlägt die gestoppte Zeit an einem gewissen Punkt in der Vergangenheit wieder auf und alles, was sich dann ab dem Zeitpunkt danach ereignet hat, erlischt. Das ist mir jetzt zu viel. Ich steig da aus. Das klingt so, als würde die Zeit resettet werden. Oder verstehe ich das falsch? Exakt. Es entsteht ein Zeitreset.
Okay, langsam habe ich's, aber nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgespult. Sie haben vorhin was von eingefrorenen Gedanken bzw. Erinnerungen gesagt. Was ist damit gemeint? Dazu wollte ich gerade kommen. Für diejenigen, die sich in der Blase befinden, werden diese eingefrorenen Erinnerungen mit in die Vergangenheit geschickt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zeitlinie aufschlägt. Diese Erinnerungen fließen dann in das Gedächtnis bei den Personen ein. Für alle anderen geht die Zeit von diesem Punkt aus ganz normal weiter, als hätte es keine Zukunft gegeben. Nur diejenigen, die in dieser Blase waren, haben nach dem Zeitreset nicht nur eine Vergangenheit wie jeder andere, sondern auch eine Erinnerung an die Zukunft, die dann aber nicht mehr existiert. Ihr müsst verstehen, wie gefährlich das ist, wenn das in die falschen Hände gerät. Vor allem nicht in Astronox Hände. Wow, langsam. Sie reden doch nicht etwa von Zeitreisen. Also das ist jetzt echt abgefahren. Nun, nicht ganz. Die Zeit wird einfach nur zurückgesetzt und du reist auch nicht mit deinem Körper zurück, sondern nur deine Gedanken bzw. Erinnerungen an eine nicht mehr existierende Zukunft. Woher wissen Sie das alles? Ich habe herausgefunden, wie man diese kosmische Energie so manipuliert, dass man damit einen Zeitreset durchführen kann. Ich habe meinen alten Freund Sherwick getroffen, der mir von euch erzählt hat. Ihr könnt mir vielleicht helfen, aber wir müssen jetzt los. Alles Weitere erzähle ich euch später. Ich ziehe mich nur schnell um. Das ist jetzt echt heftig. Da sind aber noch einige Fragen offen, die uns der General beantworten muss. Wenn das wirklich funktioniert, könnte ich damit vielleicht auch meine Mutter retten. Das wäre denkbar, aber er hat leider noch nichts davon gesagt, wie weit so ein Zeitreset zurückgehen kann. Und wir wissen noch nicht, was er wirklich vorhat. Verdammte Scheiße!
schnell zurückfliegen. Ich möchte zur Sicherheit nur noch mal die Phoenix scannen. Was soll das? Er ist nicht hier. Was hat mir Astronox da für Daten gegeben? Will der mich eigentlich verarschen? Wie soll ich jetzt diesen Mikuyo finden? Enttäusche mich nicht noch einmal, sonst hat das diesmal endgültige Konsequenzen für dich. Hey Jungs, fliegt schon mal zurück. Ich muss hier noch was erledigen. Okay. Hey Juri, alter Freund. Volk? Was gibt's denn? Nun ja, pass auf. Ich hätte da ein kleines Problem. Könntest du dafür sorgen, dass ich eine neue Identität bekomme? Ich vermute mal ganz stark, dass Astronox mich loswerden möchte. Ich müsste untertauchen. Kannst du mir da helfen? Okay, lass uns treffen. Also, Mr. Mikuyo, da sind noch ein paar Fragen offen. Ich weiß, was ihr wissen wollt. Und die brennendste Frage ist wohl, was ich von euch will. Na, ich würde mal schätzen, dass wir die Box besorgen sollen. Nur, was machen wir dann damit, wenn wir sie haben? Nun, ich habe nicht nur herausgefunden, wie man den Zeitreset durchführt, sondern auch, wie man diese kosmische Energie neutralisieren kann. Dazu benötigt es noch einen Zeitreset. Das Einzige, was diese kosmische Energiestruktur wieder aktivieren könnte, wäre dann ein spezieller Kristall, den die Bennu vor sehr langer Zeit mal im Besitz hatten. Es ist aber schon ewig her, dass dieser gesichtet wurde. Es ist quasi unmöglich, diesen jemals wiederzufinden. Beruhigend zu wissen. Allerdings, einfach nur die Box zu besitzen, reicht nicht aus. Um sie aktivieren zu können, benötige ich eine bestimmte Platine mit einem Chip, um diese so zu modifizieren, dass man überhaupt den Zeitreset durchführen kann. Diese Platine befindet sich in einem Bunker, der von Astronox Leuten belagert wird. Ich habe in Erfahrung bringen können, wo sich dieser Bunker befindet. Und wir sollen die Platine dort rausholen? Dazu braucht ihr uns doch nicht. Das kann die UEI doch viel besser. Die UEI wäre nicht daran interessiert, diese Energiestruktur zu neutralisieren. Sie würden sie selber nutzen, was fatale Folgen haben könnte. Diese Technologie darf auf keinen Fall in die Hände der UEI fallen. Sherwick vertraut euch. Und wenn er das tut, dann tue ich das auch. Wir müssen das leider ohne die UEI durchziehen. Das klingt plausibel. Was ich aber noch gerne wissen möchte ist, können Sie auch den Reset zeitlich steuern? Also wie weit man diesen zurücksetzen kann? Ja, aber nur bedingt. Für den Reset wird ein Quantum Drive benötigt. Je höher die Klasse, umso weiter kann man die Gedanken in die Vergangenheit schicken. Mit einem stärkeren Quantum Drive könnten wir die Zeit weit genug zurücksetzen, damit die Energie neutralisiert wird, bis zu dem Punkt der Orso-Explosion. Würden wir das schaffen, würden wir auch das Leben der Crew retten und Sherwick hätte keinen Grund mehr, mir den Auftrag zu geben, beziehungsweise uns nach der Box suchen zu lassen. Okay, Jungs. Wir brauchen jetzt einen Plan, um erstmal die Platine zu besorgen. Ich besitze noch eine MSR mit modifiziertem Radar und genügend technischen Möglichkeiten für den Einsatz.
Falls ihr das noch nicht wisst, ich bin Spezialistin in Computerhacken. Fast jeder Bunker besitzt interne Überwachungskameras, in die ich mich ganz easy einloggen kann. Somit kann ich sehen, wo sich Piraten befinden und kann euch durchlotsen. Ich muss das aber erstmal von sicherer Entfernung machen. Okay, das machst du dann mit den General. Sitko und ich werden mit der 400i so nah wie möglich heranfliegen und holen uns die Platine. Das klingt doch nach einem Plan. Den Spruch kenne ich. Okay, Jungs. Durch den Langstreckenscan sehe ich 4 Piraten außerhalb vom Bunker. Einer auf dem Dach, 2 am Eingang und einer patrouilliert mit einer Dragonfly. Rechnet damit, dass sie euch sehen werden, wenn ihr in der Nähe landet. Also passt auf. Keine Sorge, das werden wir. Hi Sky. Code Yellow. Okay, aber ich brauche noch ein bisschen. Wir holen nur noch schnell 2 Noxen. Wir sind dann aber unterwegs zu euch. Okay, ich sehe die 2 am Eingang. Und den auf dem Dach. Und einer auf der Dragonfly, so wie es Eve gesagt hat. Nimm erst den auf dem Dach und dann knöpft ihr die Dragonfly vor. Okay, es geht los. Mist, einer entwischt mir. Aber den habe ich. Das war's. Ich gehe davon aus, der eine warnt jetzt die anderen, dass wir da sind. Mit denen werden wir schon fertig, kein Problem. Jungs, ich habe jetzt Zugriff auf die internen Kameras und auf einige Systeme. Die Piraten wollen den Fahrstuhl blockieren, aber ich konnte die Sperre umgehen und habe ihn euch wieder hochgeschickt. Super, danke dir, Eve. Du hast nicht zufälligerweise eine Granate dabei? Die könnten wir jetzt echt gut gebrauchen. Nee, leider nicht. Die werden uns jetzt richtig rannehmen. Das wird kein Sonntagsspaziergang. Ja, Mist. Ich glaube, mir geht ein Licht auf. Verteilt euch. Scheiße, das blendet extrem. Hat doch gut funktioniert. Jungs, rechts von euch kommen 2 Piraten die Treppe runter. Da drüben sind diese Ratten. Okay, los.
werden angegriffen. Verdammt! Wenn diese Kerle an die Platine kommen, haben wir ein Problem. Nimm die Platine und stecke sie in den Rechner. Erledigt. Der Chip ist jetzt unbrauchbar, aber ich habe ihn so programmiert, dass die Platine von uns getrackt werden kann, falls sie entkommen sollten. Gut. Hier müssten noch ein paar von unseren Leuten mit Schiffen in der Nähe sein. Schicke sie dorthin. Du musst dann eben wieder eine neue Platine besorgen. Jungs, ich sehe nur noch 3 Piraten im oberen Bereich. Mist, die haben uns mächtig in der Zange. Ja, und extrem starke Waffen. Die müssen wir irgendwie ausschalten. Rich, links hinter dir liegt ein Multitool. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich hoffe, da drin ist ein Traktorbeam. Ja, ist es. Was soll denn der Scheiß? Einer weniger. Sid, in deiner Schussrichtung hinter den Freaks ist rechts ein Hipster. Ein was? Na, ein Hipster. Hochimpuls, Plasmastrom, Tesla Emitter Release. Hipster, die Jugend von heute. Hipster. Ich werd verrückt. Die haben ihr Flight Recorder rumstehen. Jetzt wird mir so einiges klar. Na, sieh mal an. Noch einer. Dann los, weiter vorrücken. Okay, du links, ich rechts. Und noch einer. Die haben anscheinend lange danach gesucht. Die richtige muss Astronox jetzt aber haben. Ja, nach Mikoyos Aussage. Gehen wir weiter. Links gesichert. Rechts auch sicher. Hey Kleine, das kannst du dir jetzt sparen. Keine falsche Bewegung. Wir wollen die teuren Server hier ja nicht kaputt machen. Okay, tut uns nichts. Wir sind unbewaffnet. Gebt uns die Platine, sonst war das heute Morgen euer letzter Glückskeks, den ihr jemals aufgemacht habt. Glückskeks, dein Ernst? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Die Platine, bitte. Sie liegt hier gleich links neben mir. Ja, leider gibt es ein kleines Problem. Ihr
seid Zeugen und wir müssen euch zum Schweigen bringen. Bitte nicht, wir wurden zu diesem Job gezwungen. Na, sowas aber auch. Es scheint in deinem Glückskeks statt heute etwas Positives. Wie auch immer. Sag mal, du wolltest doch diese unbewaffnete Kopftüte eben nicht wirklich abknallen, oder? Nein, natürlich nicht. Und woher wusstest du, dass dein Magazin leer war? Das wusste ich nicht. Ich glaube, du solltest wirklich dringend einen Psychologen aufsuchen. Da war ich schon. Der braucht jetzt selber einen. Komm, lass uns verschwinden. Wir haben, was wir brauchen. Holy shit, wie eklig. Aber gut getroffen. Ja, wirklich. Zum Glück muss ich das nicht sehen. Verdammt, mein Schiff können wir vergessen. Die hängen uns mächtig im Nacken. Oh Mann, ich hoffe, wir überleben diesen Mist. Wir waren schon in viel auswegloseren Situationen. Durchhalten, Rich. So eine Scheiße. Die müssen wir irgendwie loswerden. Kannst du nicht zurückschießen? Wie soll ich das machen? Bei deinem Fahrstil unmöglich. Mikuyu und Eve, wir könnten Hilfe gebrauchen. Rich, wir sind unterwegs. Vor euch liegt ein Schrottplatz. Versucht dort Schutz zu finden. Wo sind die? Ein Zyklon MT. Damit können wir was anfangen. Ja, damit haben wir vielleicht eine Chance.
Sid, jag dir mal eine Rakete in den Arsch. Ja, Moment. Das ist alles nicht so einfach während der Fahrt. Moment. Jetzt. Wuhu! Volltreffer. Den sind wir los. Mr. Mikuyo, wo sind Sie? Sie können uns jetzt abholen. Das hat's bestimmt auch auf uns abgesehen. Naja, ein paar Raketen haben wir noch. Fahr! Ich habe keine Raketen mehr! Mann, das war echt knapp. Die Daten auf dem Chip sind gestört. Ich habe keinen Zugriff darauf. Die Platine ist nutzlos. Nicht dein Ernst? Zeig mal. Ich erkenne den Code. Es wurde ein Virus eingespeist. Und nicht nur das, er greift auf die Schiffsdaten zu und sendet unsere Position. Das war bestimmt Kitty. Kitty, wer? Sie nennt sich Posse Noire. Zumindest habe ich das so gehört. Sie ist die rechte Hand von Astronox und erledigt für ihn die etwas schwierigeren Fälle. Sie soll auch ein Computergenie sein. Ich glaub's nicht. Posse? Jetzt wird mir einiges klar. Du kennst sie? Sie ist der Grund, warum ich mit meinem Vater Streit habe. Ich kenne sie aus der Akademiezeit. Posse Noire ist ihr Hackername. In Wirklichkeit heißt sie Samantha Collin. Mein Vater hat ihr den Posten beim Geheimdienst zugesprochen, der eigentlich für mich reserviert war. Er hat sie bevorzugt, weil sie angeblich eine bessere Hackerin war als ich. Dabei hat sie nachweislich gemogelt. Das habe ich meinem Vater nie verziehen. Das ist ja alles ganz toll, aber wir haben jetzt keine Platine mehr, um die Box zu aktivieren. Ich kenne diese Art von Platine. Ich habe da eine Idee.
Fertig. Kommt mit. Ich zeig euch was. Das ist für das Eis, was ich von meinem Vater nie bekommen habe. Ich dachte wegen Kitty, Posse oder wie auch immer sie heißt. Das warst du? Du lässt einen UEE-Satelliten abstürzen? Bist du wahnsinnig? Diese Satelliten haben genau dieselbe Platine verbaut, die wir brauchen. Die einzige Möglichkeit dran zu kommen ist, den Satelliten komplett abstürzen zu lassen, weil man sonst nicht durch das Sicherheitssystem rankommt. Und mal abgesehen davon, wenn wir in der Zeit zurückreisen, wird das alles ungeschehen. Oder? Das ist ein Argument. Und verrückt. Okay, ich habe die Flugbahn des Satelliten berechnet. Ich weiß, wo er aufschlagen wird. Wir müssen uns beeilen und die Platine schnell rausholen. Scheiße! Die haben ein Tracking-Programm entdeckt und ausgeschaltet. Wer sind diese Kerle? Eve, hier. Das Eis hast du dir jetzt wirklich verdient. Ach komm schon, das war ein Witz. Behalt es. Nun, es gibt da etwas, was ihr noch wissen solltet. Moment, gibt's da jetzt doch noch einen Haken an der Sache? So will ich das nicht bezeichnen. Okay. Das wird euch nicht gefallen. Ihr sowie der Geheimdienst der UEE wurdet getäuscht. Selbst die Piraten wurden unwissend mit eingeplant. Wie bitte? Was soll das heißen? Nun, es gibt einen übergeordneten Geheimdienst, ERO, Extraterrestrial Research Organization. Nicht einmal die UEE weiß davon. Ich habe dort eine nicht unerheblich hohe Position. Seit dem Auftauchen der kosmischen Energie haben wir herausgefunden, welche Macht und Gefahr diese besitzt. Es wurden zahlreiche Experimente mit dem Zeitreset durchgeführt. Bei dem letzten Reset wurden falsche Entscheidungen getroffen und uns ist die Box abhanden gekommen. Besser gesagt, die Vandul haben sie wieder in die Finger bekommen. Wir haben daraufhin zur Sicherheit alle Platinen im Stanton-System so umprogrammieren lassen, dass, wenn irgendjemand es schafft, an die Box zu kommen und eine Platine dazu verwendet, damit zwar ein Reset durchgeführt werden kann, aber danach die kosmische Energie neutralisiert wird.
Es spielt also keine Rolle, wer den Reset durchführt. Es muss nur irgendjemand tun. Einige Zeit später ist die Box wieder aufgetaucht. Und das ist dann die Geschichte, die ihr kennt. Aber warum wurde diese Energie gerade in einem Flight Recorder versteckt? Nun, ganz einfach. Der Flight Recorder sollte gefunden werden. Man benötigt eine dieser Steuerplatinen, um ihn auslesen zu können. Eigentlich ist es völlig egal, ob die UEE, irgendein Freelancer oder die Piraten das machen. Wichtig war uns nur, dass solch eine, von uns manipulierte, Platine in die Box gesteckt wird. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, entsprechend höher, wenn wir so viele Fraktionen wie möglich darauf ansetzen. Warum haben Sie das nicht selbst erledigt? Oberste Regel eines Geheimdienstes: Lasse dich nie mit Dingen in Verbindung bringen. Nur mit Astronox haben sie nicht gerechnet. Ja, und er ist eine zu große Gefahr. Darum ist es besser, ihr macht den Reset. Für was habe ich denn eben einen Satelliten abstürzen lassen, wenn wir auch eine ganz normale Steuerplatine verwenden könnten? Du warst etwas zu voreilig mit deiner Aktion. Wie auch immer, ihr macht den Zeitreset ohne mich. Ich vertraue euch, dass ihr das schafft. Ihr besorgt dann nur noch die Box. Ich weiß, zu welchem Zeitpunkt und wo sich das Schiff von Astronox befinden wird. Es ist eine Reclaimer und sie hat einen Size 3 Quantum Drive, den ihr für den Reset benötigt. Ich gebe euch gleich die Koordinaten und das Zeitfenster. Ich gehe davon aus, Sherwick weiß auch nichts von diesem anderen Geheimdienst, oder? Hätte ich ihm die Wahrheit gesagt, hätte das Konsequenzen für ihn gehabt. Das wollte ich ihm ersparen. Ganz schön schmutziges Geschäft mit diesem Geheimdienstkram. So will ich das nicht sagen. Wenn es zum Schutz der Allgemeinheit dient, dann ist es ein notwendiges Übel. Und was machen wir jetzt? Wir ziehen das jetzt durch. Astronox hat genug Probleme verursacht. Das soll jetzt eine Abreibung bekommen. Okay, Freunde, ich schätze mal, das Schiff von Astronox wird jetzt nicht unbedingt unbewacht darum segeln. Ich persönlich rechne auf jeden Fall mit einer ziemlich harten Gegenwehr. Da die UEE jetzt nicht wirklich eine Option für uns ist, werde ich meine Jungs und Mädels von der Yellowhand Security hinzuziehen. Machen wir uns am besten gleich auf den Weg. Das ist ein interessanter Kristall in deinem Messer. Ach, den? Der ist eigentlich nix wert. Wo hast du den her? Den habe ich in einer kaputten Bano Defender auf einem Schrottplatz bei Damer gefunden. Ich wollte meine Razer X gegen eine coole schwarze Casual eintauschen, die ich dort gefunden habe. Ich habe dann einen Deal mit dem Schrotthändler gemacht, indem ich ihn in Deutsch an die Kehle gehalten habe, um den Preis, sagen wir mal, zu drücken. War ein guter Tausch und ich habe den Deutsch rein aus Sentimentalität als Erinnerung behalten. Wenn diese Typen die Platine haben, wissen sie auch von der Box und wollen sich diese von uns holen. Ich befürchte, die sind uns immer einen Schritt voraus und könnten auch wissen, wo wir uns befinden. Ich schätze, wir werden bald von denen Besuch bekommen. Aktiviere die Abwehrstoffe und stellt euch auf ein Gefecht ein. Okay, ich kümmere mich darum. Die werden eine Überraschung erleben.
Okay, Jungs, ihr wisst Bescheid. Mit denen sollten wir locker fertig werden. Sobald Eve, Rich und ich das Schiff betreten haben, passt auf, dass keine weiteren Piraten nachkommen und Probleme machen. Los geht's. Titan an Chromleader. Sobald wir angekommen sind, geht Information. Alles klar, Titan. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was soll das denn jetzt? Crusader Security. Wir sind befugt, Ihr Schiff zu scannen. Halten Sie die Position, während wir Ihre Fracht überprüfen. Ich krieg die Krise. Als ob wir Fracht hätten. Ragaman sagen schlecht Karma. Viel schlecht Karma. Gumer. Titan an Platin. Ich muss das Kommando für eine kurze Weile abgeben. Wir kommen in ein paar Minuten nach. Was ist denn los? Ach, frag lieber nicht. Platin an Chromleader. Titan verspätet sich, aber kommt noch nach. Übernimm die Formation. Chromleader übernimmt. Chromleader an Chrom 3-3. Flieg zur Reclaimer und überprüfe die Lage. Okay, Chromleader. Chrom 3-3 nähert sich der Reclaimer. Ich stehe jetzt seitlich neben ihr. Fuck! Chrom 3-3 unter Beschuss. Komm sofort zurück. Wir gehen in Formation. Chrom 3-3. Reihe dich in der Formation hinten ein. Wir rücken zusammen vor. Chromleader an Arrow-Formation. Start!
die Reclaimer an? Das stinkt nach einer Falle. Achtung, Kampfgeschwader. Bescheren wir denen einen unfreundlichen Empfang. Angriff! Mehrere Kontakte. 3 Uhr hoch. Wie viele? Sehr viele. Okay, da haben wir wohl in ein Wespennest gestochen. Und ich bin allergisch auf Wespen. Ich bin eine Biene. Chrom 1322, Funkdisziplin. Das gilt für alle. Formation auflösen. Freier Kampf. Schnappen wir uns diese Biester. Chrom 2-3 außer Gefecht. Chrom 3-1, links von dir. Shit, die sind überall. Verdammte Bandu-Kacke. Die sind schlimmer als ein Haufen Fliegen. Mein lieber Herr Gesangsverein, da ist die Schlacht ja voll im Gange. Da haben wir wohl die Hälfte verpasst, wegen dieser blöden Kontrolle. Warum muss das auch gerade uns passieren? Titan an Platin, wir sind angekommen. Bitte Status durchgeben. Wir wurden von einem Schwarm Furies überrascht. Es war das reinste Chaos. Wir haben auch einige Verluste erlitten, aber bekommen jetzt die Oberhand. Nehmt euch die Reclaimer ins Visier. Wir räumen nur noch den Rest auf. Verstanden, Platin. Ich glaube, das war der letzte. Einen habe ich noch auf dem Schirm. Den übernehmen wir. Was für eine Enttäuschung. Alles muss man selbst machen. Nun gut, spielen wir eine Runde Angsthase. Dann wollen wir mal sehen, wie das endet. Okay, das wird jetzt interessant. Fräser, fahr den Geschützturm nach hinten. Du weißt, was zu tun ist. Verstanden. Fahre die Geschütze nach hinten. Lass uns das Spiel beginnen. Das war's dann wohl.
Platin an die übrig gebliebenen Arrows. Ihr habt tapfer gekämpft. Fliegt zurück. Wir übernehmen hier. Wir gedenken später an unsere gefallenen Kameraden. Danke, Platin. Machen wir. Platin an Titan. Wir haben das letzte Ungeziefer beseitigt. Wir nehmen jetzt die Reclaimer mit ins Visier. Verstanden, Platin. Rich, Eve und ich versuchen jetzt die Reclaimer zu entern. Okay, Titan. Wir passen hier auf, wie besprochen. An die Reclaimer, ergeben Sie sich. Wir haben sie im Visier und sind bereit, sie zu zerstören. Wenn sie nicht kooperieren, werden wir an Bord kommen. Chris, übernimm du die Redeemer. Wir gehen jetzt rüber. Alles klar, Sid. Auf geht's, Jungs. Wir haben noch was zu erledigen. Was ist hier los? Linker Schacht ist gesichert. Rechter Schacht ist auch sicher. Ich sicher von hinten ab. Ich check den linken Raum zuerst. Falsche Melodie, du Pfeife. Kontakt eliminiert. So, ich habe noch einen Pirat im Klo versenkt. Der Bereich ist jetzt sicher. Ich hoffe, du hast nicht vergessen zu spülen. Ich check mal diesen Raum hier. Okay, ich sehe den Gang. Ihr kommt hier nicht mehr lebend raus. Kontakt! Kontakt. Das war Posse. Die schnapp ich mir. Grüß schön. Eve, sag uns Bescheid, solltest du die Box oder Astronox finden. Ja, mach ich. Und keine Sorge, ich werde schon nicht draufgehen. Sag mir Bescheid, wenn ihr... Eve, wir können dich nicht mehr richtig hören. Rich, Sid, ich höre euch auch nicht mehr richtig. Verdammt, diese Piraten setzen anscheinend Frequenzblocker ein. Dann muss ich mich wohl erstmal alleine durchschlagen. Sichere den unteren Aufzug. Wir werden Besuch bekommen. Für dich gilt das Gleiche. Behalte den unteren Aufzug im Auge und schieße. Egal, wer da durchkommt.
Bereich ist hier sauber. Schauen wir, dass wir nach unten kommen. Ich hoffe mal, Eve kommt ohne uns klar. Oh, shit. Das war mein letztes Magazin. Ja, verdammt, keine Munition mehr. Ach, scheiß auf die Waffe. Ha! Ha! Na, wen haben wir denn da? Ich weiß, wer du bist, Posse. Die Stimme kenne ich doch. Ich werd verrückt. Eve Sherwick. Jetzt wird mir einiges klar. Du hast den Satelliten abstürzen lassen. Tja, du unterschätzt mich eben und dachtest, du kannst mich verarschen. Das ist ja auch nicht so schwer. Ich habe ja schließlich damals auch deinen Job bekommen. Deinen Vater habe ich auch gut an der Nase herumgeführt, indem wir deine Mutter entführt haben. Sorry, aber deine Mutter habe ich erledigen müssen. Sie wollte fliehen. Was? Du warst das? Das wirst du mir büßen. Hast wohl immer noch nicht genug. Du kannst mich mal. Netter Zahnstocher. Verletzt dich damit nicht. Träum weiter, Bitch. Oh, wie bedauerlich. Ich hätte dich lieber aufgeschlitzt. Oh, verdammter Mist. Ja. Du entkommst mir nicht. Fuck. Verdammte Scheiße. Noch ein Schuss übrig. Gib mir Deckung, ich geh vor. Okay, gesichert, komm vor. Karma is a bitch. Hab ich was verpasst? Posse war die Mörderin meiner Mutter. Shit. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass dir was passiert ist, weil wir Posse zuerst gesehen haben.
Wie ihr seht, ich bin am Leben. Sie jetzt nicht mehr. Geht's dir gut? Bist du stark verletzt? Mehr durch Possys Worte und Taten als mit ihren Schlägen. Warte, ich glaube, ich habe in der Schleuse noch ein Notfallset gesehen. Brauche ich nicht. Aber nimm mal was an dich. Wer weiß, was noch kommt. Das Teil brauche ich nicht mehr. Da ist nur noch ein Schuss drin. Ich schätze, unten im Reaktorraum müsste die Box sein. Und Astronox, wenn du ihn auch nicht gesehen hast. Nein, das habe ich nicht. Aber er muss hier irgendwo sein. Dann lass uns das herausfinden. Oh Mann, sei bloß vorsichtig. Hey Leute, die Box ist hier. Aber ich sehe Astronox nicht. Das ist seltsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Rich, was ist los? Alles klar bei dir? Nein, sterb mir bloß nicht weg, Kumpel. Vorsicht, Sid. Astronox kommt von hinten. Das ist dein Ende, du Bastard. Oh Mann. Und, wie geht's dir jetzt? Ja, das geht schon wieder. Du hast mir mal wieder den Arsch gerettet, Sid. Es wird jetzt aber Zeit, dass wir das zu Ende bringen. Aber sowas von. Ich werde jetzt mit der Platine die Box so aktivieren, wie der General es mir gezeigt hatte. Das könnte richtig ungemütlich werden. Wow, was war denn das? Captain Scott. Mr. Sherwick, ist die Verbindung sicher? Ja, Captain. Ich sende über eine verschlüsselte Verbindung. Haben Sie die Box gefunden? Ja, haben wir. Nur haben wir keine Energiesignaturen feststellen können. Absolut keine Anomalien zu erkennen. Das ist einfach nur ein defekter Flight Recorder und weiter nichts. Verdammt! Dann waren wohl die Informationen nicht korrekt. Und was sollen wir jetzt mit der Box machen? Kommen Sie zurück.
Wir versuchen die Box auszulesen und lagern sie dann sicherheitshalber ein. So wie es aussieht, kann ich heute früher Schluss machen. Meine Frau wird sich freuen. Wir sehen uns später. Sherwick, Ende. Na dann, ab nach Hause. Na du alter Sack! Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich auch zu sehen, mein Freund. Hier, hast du deine heilige Platine. Super, ich danke dir. Du hast mir echt den Tag gerettet. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn Sherwick sich jetzt nicht meldet, denke ich, hat's funktioniert. Hey Rich, brauchst du nicht zufälligerweise ein Taxi? Als Deadman. So viele Rinnen am Boden. Das ist der Hipster, mit dem wir immer Probleme haben. Überprüf den nochmal. Sehr gern. Aber warum liegt hier überhaupt Gras rum? Und warum hast du eine Maske auf? Sehr gutes Karma. Guma.
Mann, wo ist mein Cyclone?